Wann kommt der Akkuadapter von Bosch? Wann kommt die 12 Volt Akku-Allianz? Und wird es demnächst neue Akkus geben? Und wird vielleicht ein riesengroßer Hersteller demnächst in Emshare einsteigen? Das heute in diesem Video. Willkommen Thomas, schön, dass du da bist. Thomas Bader, für diejenigen, die ihn nicht kennen, wer ist eigentlich Thomas? Ja, wer ist Thomas? Zunächst mal, Sebastian, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr. Wir haben spannende Minuten vor uns und freue mich auf eine spannende Aufnahme. Ja, wer bin ich? Ich bin ein Boschler, wie er im Buche steht. Ich bin also seit über 30 Jahren bei Bosch-Konzern tätig. Ursprünglich gebürtig aus München, habe da Betriebswirtschaft studiert, bin dann bei Bosch eingestiegen, kam schnell zu den Hausgeräten und habe da eigentlich einen Großteil meines Berufslebens verbracht, war da in unterschiedlichen Vertriebs- und Marketingfunktionen unterwegs, viel im Ausland auch gewesen, habe mal in Italien eine ganze Zeit verbracht, dann mal in Brasilien ein Jahr, was super spannend war, in Portugal war ich auch. Und ansonsten habe ich sehr stark mit vertrieblichen und Marketingthemen mich auseinandergesetzt. Und dann bin ich vor ungefähr 7 Jahren Größenordnung bin ich dann zu Bosch Power Tools gewechselt. Das war damals eigentlich ein konsequenter Schritt, als das Angebot von Power Tools auf dem Tisch lag und ich überlegt habe, Mensch, soll ich das annehmen und so, musste dann auch umziehen von München nach Stuttgart. Dann hat meine Frau gesagt, ja, eigentlich hättest du das früher machen müssen, weil du verkaufst jetzt hier jahrelang Hausgeräte, hast keine Ahnung von der Küche, weißt kaum, wo die Waschmaschine im Keller steht, hast aber einen ganzen Keller voller Power Tools. Insofern mach den Schritt. Und ja, und so bin ich dann zu Bosch Power Tools gekommen, habe dann dort 4 Jahre die Business Unit Profi-Geräte für Industriemärkte verantwortet, also die blaue Linie, die ihr ja sehr gut kennt. Dann nach 4 Jahren habe ich das grüne Geschäft übernommen, habe es dann durch eine Umstrukturierung geführt, war dann für das Gartengeschäft, und zwar grün und blau zuständig. Und jetzt seit ungefähr 2 Monaten mache ich die Batterieallianzen in der neuen Aufstellung. Wenn es auch nach emotionalen Themen gehen würde, müsste ich jetzt eigentlich in das Gartenthema richtig reinspringen, weil da würden hunderte von Fragen kommen. Aber wir bleiben heute wirklich mal beim Thema Emshare und der Akku-Allianz. Aber du hast schon mal einen ganz weiten Weg genommen. Warum bist du in diese Position gegangen? Warum ist für dich Emshare an sich so interessant? Ja, das ist eine gute Frage, Sebastian. Also Emshare ist für mich insofern interessant. Emshare ist ja entstanden im Jahr, wenn ich es richtig erinnere, 2022. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als ich noch für die blaue Business Unit zuständig war. Ist also sozusagen unter meiner Regie gegründet worden. Und ich habe damals, als ich Bosch Blau übernommen habe, gesehen, dass es so eine Art Vorstufe zu so einer Batterieallianz gibt. Das war das sogenannte Bosch 18 Volt Professional System. Da gab es eine Handvoll Partner, die auch schon länger dabei gewesen waren. Und ich hatte mit dem damaligen Bereichsvorstand die Vereinbarung, dass wir dieses Thema ausbauen. Ich habe damals schon an die Batterieallianzen oder an die Batterieallianz als solche geglaubt bei der Profilinie und war eigentlich überzeugt, dass das die richtige Vorgehensweise ist. Dann habe ich ja ein Jahr später das grüne Geschäft übernommen. Da haben wir ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, auch eine Batterieallianz, die sogenannte Power for All, die eher für die Heimwerker und für die DIYer ist. Und dann habe ich Emshare ein Stück weit aus den Augen verloren. Und jetzt kam Ende letztes Jahr, mit dem Bereichsvorstand die Diskussion auf, wir wollen dieses ganze Thema der Batterieallianzen, also beide Allianzen, Power for All und Emshare, wollen wir nochmal auf eine ganz andere Ebene heben und wollen dem Thema strategisch mehr Bedeutung verleihen, als es bisher der Fall gewesen ist. Die Firma hat es zwar immer mit Engagement betrieben, aber man wollte eigentlich nochmal ein nächstes Level erreichen. Und dann haben wir Gespräche geführt und dann hieß es, Mensch, du kennst einen Haufen externe Partner, du hast ja Emshare in gewisser Weise aus der Taufe gehoben, hast du Lust, sowas zu machen? Und so kam ich dann jetzt zu der jetzigen Rolle, die ich seit 1. Mai habe. Kannst du den Zuschauern, die Emshare gar nicht kennen, in kurzen Worten erklären, was ist Emshare? Emshare ist eine Batterieallianz, die auf der Bosch Batterietechnologie basiert. Das heißt also, alle Bosch Professional Batterien stehen unseren Emshare-Partnern zur Verfügung und sie können ihre Tools, wir haben ungefähr 35 Partner, und sie können ihre Tools auf unsere Batterieschnittstelle anpassen und auf die Weise ihren Usern nicht nur den Zugang zu ihren eigenen Tools mit einer sehr, ich würde mal sagen, leistungsfähigen Batterietechnologie gewährleisten, sondern eben auch
diesen Login-Effekt überspringen Mhm. und gleichzeitig auch Zugang zu mehr als 35 Marken sicherstellen. Also eigentlich für den Anwender eine tolle Geschichte. Ähm, Ich glaube, wir müssen eine Sache auch genau jetzt schon aufklären, denn es gibt ja jede Menge Akkus von Bosch. Ja, nehmen wir mal Mhm. einen 18 Volt Akku, der steht dann da und da steht vorne hinten Bosch drauf. Mhm. Diesen Akku kann ich auch in ein entsprechendes Gerät, diesen Akku kann ich benutzen in einem Gerät von einem Partner. Mhm. Vielen ist das nicht klar, aber viele denken, da ist dieser M-Share-Aufkleber nicht drauf, dann geht der Akku ja nicht. Und es ist unwahrscheinlich wichtig, dass wirklich jeder versteht, dass die Rückwärtskompatibilität ist ja bis ins Jahr 2008. Das heißt, ich Ja, kann einen Akku aus meinetwegen 8, 9, 10 nehmen und in einen Akku-Allianz-Partner, der morgen vielleicht rauskommt, reinstecken und nutzen. genau. Ja, auch wenn da kein M-Share draufsteht und auch rückwärts, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Akku haben mit einem anderen Branding drauf, ja, das ist ein Mhm. M-Share-Akku mit einem Branding von einem Partner, dann kann ich den in einem Bosch-Gerät nutzen. Ja. Und das ist ganz vielen nicht klar, weil ich habe die Zuschauer gefragt, was habt ihr für Fragen zum Thema M-Share? Mhm. Und ein Drittel bezogen sich auf genau dieses Thema. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es noch andere Mythen gibt um das Thema, die du aufklären möchtest, dann gerne jetzt rein. Aber das wollte ich am Anfang schon mal sagen, damit das 100% klar ist. Weil ich habe gerade letztens im Chat auch gesehen bei uns im Support, naja, welchen M-Share-Akku kann ich in welchem Bosch-Gerät benutzen? Das ist ja kompletter Quatsch Ja, eigentlich. ja, ja. Ja, das ist ein guter Punkt, Sebastian. Und ich glaube, die User haben da auch schon den Nerv getroffen, wenn sie solche Fragen stellen. Es ist im Wesentlichen ein Kommunikationsthema und auch ein Stück weit auch ein Thema, ich sage jetzt mal, das über Zeit dann sich ergibt. Weil je mehr User natürlich wissen, M-Share heißt ja auch nicht umsonst M-Share powered by Bosch. Ja, das Mhm. schreiben wir ja schon dazu. Es heißt Klar. nicht nur M-Share, sondern die Marke Bosch kommt rüber und es ist auch klar, dass die Technologie von Bosch Mhm. ist. Aber diese Parallelität von Bosch-Akkus, auch historischen gewissermaßen Bosch-Akkus, die seit 2008 mehr oder weniger unverändert auf dem Markt sind und kompatibel sind mit der jetzigen M-Share-Welt, die immer wieder zu kommunizieren, das ist tatsächlich eine Herausforderung, die wir haben und ja, an der wir uns stellen müssen, ganz klar. Mhm. Ich habe dich vor dem Gespräch gefragt, wie viele Akkus sind dann jetzt da draußen im Markt, ja? Die Zahlen variieren, wir können uns auf mindestens eine Zahl einigen, es sind nochmal deutlich über 80 Millionen, Mhm. die irgendwo im Markt da draußen unterwegs sind. Wie fühlt es sich für dich an, eine Allianz zu verantworten, in der 80 Millionen Akkus unterwegs sind? Ja gut, es fühlt sich zunächst erstmal gut an, muss ich sagen. Mhm. 80 Millionen oder über 80 Millionen ist wirklich ein großes Universum. Und ich denke, der große Vorteil, den wir als Bosch auch mitbringen zur Party, ist, wir sind global unterwegs. Also Mhm. wir sind wirklich eine Firma, die ja im Grunde genommen weltumspannend tätig ist, auch mit unseren Geräten. Viele wissen wahrscheinlich, dass die grüne Linie eher auf Europa beschränkt ist. Also da wird man es in Nordamerika nicht fündig werden, wenn man grüne Mhm. DIY-Tools findet. Aber die blaue Linie, um die es bei uns im Gespräch jetzt hier geht, bei M-Share, die ist tatsächlich global verfügbar. Und das fühlt sich natürlich gut an, weil wenn jetzt ein Kunde oder ein Partner zu uns kommt und sagt, Mensch, ich bin im Prinzip in Europa tätig, aber ich möchte ganz gern expandieren. Ich möchte in die Amerikas expandieren oder nach Asien oder nach Afrika, wie auch immer. Dann können wir sagen, dann bist du bei uns auf der richtigen Seite, weil du wirst die Batterien vorfinden. Du Mhm. wirst auch einen Service vorfinden. Du wirst eine Kundendienstorganisation haben vor Ort, egal wo du hingehst. Mhm. Egal, ob du auch irgendwo nach Zentralasien gehst, es gibt immer irgendeinen Bosch-Vertreter oder eine Bosch-Organisation sogar, eine eigene, die dir dann, die dich unterstützen kann bei deinem Geschäft. Und das fühlt sich wirklich super an. Das ist ein gutes Argument und das hat viel Substanz. Mhm. Ähm, Was treibt dich persönlich an beim Thema M-Share? Also, wo sagt Thomas, das ist das Ding? Warum machst du das im tiefen Kern? Im Tiefen erst eine super Frage, Sebastian. Mich treiben eigentlich zwei Sachen. Einerseits treibt mich natürlich an, ich glaube, dass ich mit M-Share wirklich einen substanziellen Beitrag zum Wohle der Firma und der Partner liefern kann. Ich glaube, dass ich ein Produkt habe, was der Firma sehr gut tut, Bosch Power Tools, weil es ja dazu führt, dass die Bosch Batterietechnologie sich immer mehr durchsetzt und auch zum Standard wird. Und es fühlt sich eben auch sehr, sehr gut an und motiviert sehr stark, auch den Partnern ein Produkt anzubieten, wo man sagt, das bringt denen wirklich was. Ich muss die nicht in irgendwas reinquatschen, ich muss sie nicht irgendwie überreden oder so und weiß, eigentlich sind sie ja
sind Sie gar nicht so gut beraten, wenn Sie unser Produkt kaufen. Nein, sondern ich kann wirklich denen sagen, besten Gewissens, ihr habt ein super Produkt, kommt auf unsere Plattform, ihr werdet einen enormen Nutzen davon haben. Und das treibt mich an, das ist der Motivationsfaktor Nummer 1. Also wirklich Business-Nutzen, sage ich jetzt mal. Mhm. Motivationsfaktor Nummer 2 ist, ich glaube, dass eine Batterieallianz, wie wir sie anbieten, auch sehr, sehr stark in Richtung Nachhaltigkeit wirkt. Weil du hast ja immer, wenn du eine Allianz hast mit, sagen wir mal, mit Dutzenden von Partnern, hast du ja immer die Möglichkeit, auch tatsächlich Produkte, die Welt jetzt nicht braucht, nämlich überflüssige Ladegeräte, äh, unzählige Formen von Batterieschnittstellen und so weiter, kannst du vermeiden. Du kannst also mit einem Ladegerät viel mehr machen, als wenn du sagen wir mal, 4 Marken oder 5 Marken als Handwerker in deinem Betrieb hast und musst dann die jeweiligen Ladegeräte vorhalten. Und wir vermeiden sozusagen Produkte, die nicht hergestellt werden müssen. Und deswegen glaube ich auch, und auch im Verbund mit der intensiveren Nutzung der Batterien, leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Also ich sehe das wirklich als Sustainability-Thema. Und das ist motivierend. Aber ist es politisch nicht eigentlich eine schwierige Sache? Weil wenn ich mir jetzt überlege, Bosch Professional Geräte stehen ja auch in Konkurrenz zu M-Share-Geräten, also Geräten, die in der Akkuallianz sind. Mhm. Das heißt also, ihr arbeitet jetzt auf einmal eigentlich durchaus auch mit Firmen zusammen, die in Konkurrenz stehen. Ja. Ist das nicht etwas, was sich wirklich merkwürdig anfühlt, im ersten Moment zumindest? Ja, das fühlt sich merkwürdig an und das ist, denke ich, auch nicht jedem sofort klar. Und in der Tat war das auch vor ein paar Jahren, als wir anfingen ich sage jetzt mal, mit AmpShare und auch wirklich mit Partnering 2.0, sage ich jetzt mal, da war das eine interne Diskussion. Da ging es schon darum, wem sollen wir uns öffnen, sollen wir weiterhin selektiv bleiben. Bosch war ja durchaus sagen wir, vor 10 Jahren selektiver unterwegs, da war das jetzt nicht so selbstverständlich. War vor dieser Zeit, auch vor der Gründung der 18 Volt Professional Plattform. Und da gab es solche Gedanken tatsächlich. Und man hat gesagt, nee, das machen wir lieber nicht, denn wir wollen ja also nicht den Wettbewerb auf die Plattform holen. Und dann hat man nach interner Diskussion ganz klar gesagt, ja, wir holen uns auch Leute auf die Plattform, von denen wir wissen, dass sie hervorragende Produkte machen, die wir auch mehr oder weniger ähnlich herstellen, ja, für ähnliche Zielgruppen, für ähnliche Anwendungsfelder und so weiter. Und wir haben das gesagt, weil wir gesagt haben, der Nutzen, den alle von einer gemeinsamen Plattform haben, ist größer als der Nutzen, wenn ich bestimmte Hersteller oder Anbieter ausschließe. Mhm. Und das hat natürlich auch immer damit zu tun, wie sehr vertraue ich meinem eigenen Produkt, wie sehr bin ich überzeugt von meinem eigenen Produkt. Und wenn ich der Ansicht bin, ich habe ein gutes Angebot zu machen, dann kann ich eigentlich so ein Risiko eingehen. Und wenn wir ehrlich sind, denken wir mal zurück vor 10, 20 Jahren, als das ganze Thema Akku noch keins war, ja, da gab es ja auch eine gemeinsame Schnittstelle. Das war nämlich die Steckdose. Zumindest, sagen wir mal, ja, für Schuko in Europa. Aber die war natürlich für alle Hersteller gleich. Und da hatte ich ja den Wettbewerb auch. Und insofern mache ich ein Stück weit etwas rückgängig, was sich etabliert hat mit den Batterieplattformen, weil da hat sich ja der Wettbewerb von dem einzelnen Tool in gewisser Weise auf die Plattform verlagert. Und jetzt sage ich, ja, er verlagert sich auf die Plattform. Meine Plattform hat viele Marken. Innerhalb dieser Marken besteht ein Wettbewerb, aber am Ende des Tages hat der Nutzer einen großen Vorteil davon. Und wenn man sehr nutzerzentriert wirklich auf den Verwender sich fokussiert, dann denke ich, dann wird man zu so einem Schluss kommen, wie wir es gekommen sind. Lass uns mal über die technische Herausforderung sprechen. Ich bin jetzt meinetwegen ein Hersteller von Akkuschraubern, ja, als Beispiel. Wenn ich jetzt einfach sage, Mensch, ich möchte jetzt auch Mitglied in der Allianz werden, möchte jetzt eure Akkus verwenden, kann ich jetzt einfach sagen, naja, ich packe unten ein paar Kontakte hin, die passen zu euch, kann ich irgendwie reinstecken und dann geht's los? Oder was muss wirklich getan werden im Gerät? Ja, es muss was getan werden, weil das Gerät kommuniziert ja mit der Batterie. Insofern, die Geräteelektronik muss angepasst werden, da geht kein Weg drum herum, weil die Batterietechnologie heutzutage ja so leistungsfähig ist, dass eine Batterie entweder ein Gerät überfordern kann oder aber ein sehr leistungsfähiges Gerät kann auch eine Batterie, ich sage jetzt mal, kaputt machen. Und im schlimmsten Fall auch
einen Defekt auslösen, der dann im Fall X auch zu einem Brand führen kann. Also darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, diesen technischen Aspekt. Und aus dem Grund sagen wir, wer sich für uns interessiert, bin ich jetzt bei deinem Beispiel mit dem Akkuschrauberhersteller, den würden wir mit unserem technischen Experten in Verbindung bringen und der würde sich das Tool angucken, würde sagen, okay, wir haben die und die Elektronik, die können wir so und so anpassen und dann kommuniziert dein Tool, was du entwickelt hast, mit unserer Batterie optimal und reizt die Energiereserven, die in der Batterie drin sind, so aus, dass keinerlei Schaden entsteht, sondern im Gegenteil, dass es einfach optimal funktioniert. So würde das funktionieren. Aber einfach Batterie nehmen und anflanschen und ich sag mal, die mechanische Schnittstelle, das geht nicht. Ich glaube, es ist enorm wichtig zu verstehen, dass diese Integrationsleistung wirklich sehr hoch ist. Also es ist nicht eine Sache von, wir treffen uns mal eine halbe Stunde und dann macht der Techniker da 2 Lötstellen anders. Das ist wirklich Arbeit und das ist auch wirklich was zu tun, um den Akku eben doch optimal zu nutzen, um das Gerät nicht zu schädigen. Das heißt, also man hat ein gegenseitig tiefes Wissen, von den Schnittstellen zumindest. Ist es dann aber nicht theoretisch auch so, dass ihr sogar einen Wettbewerbsvorteil habt gegenüber euren Partnern, weil ihr als Hersteller viele Geräte seht, lange bevor sie auf den Markt kommen? Ja. Oder gibt es da irgendwo, oder ist an der Schnittstelle irgendwo Schluss? Da ist Schluss, weil da gibt es natürlich ganz klare Compliance-Regelungen. Und da ist es zum Beispiel so, wir sind ja sozusagen wenn man so will, ein klar abgegrenztes Team. Also das Allianz-Team, das war auch vorher schon so. Das war auch, bevor wir jetzt diese neue Aufstellung verabschiedet haben, die jetzt im Prinzip seit 1. Mai dieses Jahres funktioniert. Das war auch vorher auch schon so. Diese Partnering-Teams, die sind abgegrenzt von den Produktteams und vor allem auch vom Vertrieb. Das heißt, wenn jetzt wir eine Anfrage bekämen von irgendeinem Vertriebs- oder Marketing-Mitarbeiter, der sagt, du, was bringt denn eigentlich die Firma XY? Da seid ihr doch im Gespräch, was haben die auf der Roadmap? Dann sagen wir, informier dich in der Zeitung, aber nicht über uns. Da gibt es ganz klare Regelungen, das dürfen wir nicht sagen und tun es auch nicht. Ja. Und deswegen sind auch zum Beispiel sämtliche Gespräche mit neuen Partnern, die natürlich auch interessant wären, mal beispielsweise unseren eigenen Leuten auch zu sagen, wir sagen, Mensch, wir sind im Gespräch mit Firma so XYZ. Das dürfen wir gar nicht. Wir haben eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Die Partner übrigens auch, die dürfen es dann auch nicht sagen. Sodass bis zur Vertragsunterschrift und bis man sich auf eine gemeinsame Kommunikation geeinigt hat, darf man nichts nach außen. Das ist so. Verstehe. Aufbauend darauf ist es so, eine der häufigsten Fragen aus der Community ist, warum gibt es nicht einfach einen Adapter von euch? Wir können doch einfach so ein Stück Plaste machen, da sind so ein paar Drähte drin, zusammenstecken, schön. Ist das einfach nur, also ich kenne die Antwort, aber ich muss sie trotzdem fragen, ist das nicht einfach nur ein gutes Marketing, damit ihr noch mehr Akkus verkaufen könnt? Weil so ein Adapter wäre viel günstiger. Ja, klar, wäre natürlich schön und wahrscheinlich gibt es auch Bastler, die sich irgendwelche Adapter zusammen bauen mit dem 3D-Drucker, würde ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wir raten da ganz klar davon ab. Wir sind auch dagegen. Also wenn einer zu uns kommt und sagt, ja, ich habe einen Adapter, könnt ihr den irgendwie approbieren? Nein, machen wir nicht. Wir wollen das ganz klar nicht und zwar aus mehreren Gründen. Wir wollen zunächst, was wir ja gesagt haben, das Tool muss mit der Batterie kommunizieren und zwar elektronisch kommunizieren, nicht nur mechanisch. Der Adapter löst ja nur die mechanische Schnittstelle, er löst aber nicht das Problem der Elektronik. Damit haben wir natürlich diese ganzen Gefährdungsthemen mit möglicherweise Überhitzung der Batterie, Tiefentladung und so weiter. Die würden durch so einen Adapter sehr, sehr wahrscheinlich auftreten. Ergo geht es von daher schon mal nicht. Der zweite Punkt ist, so ein Adapter verändert ja auch die mechanische Festigkeit des Gerätes. So eine Batterie hat ein bestimmtes Gewicht, ja, gerade wenn man so irgendwie 8, 12 Ampere-Stunden Batterie nimmt oder so, die hat natürlich schon auch durchaus ein Gewicht. Und wir müssen ja alle unsere Tools in Verbindung mit den Batterien einem sogenannten Falltest unterziehen. Das heißt, in der Regel aus einer bestimmten Höhe, normalerweise 2 Meter, muss das Tool eine bestimmte mechanische Belastung aushalten. Das ist auch vom Gesetzgeber her so gewollt.
Mhm. Das würde komplett ausgehebelt werden mit so einem Adapter, weil der würde die Festigkeit des Tools verringern und würde wahrscheinlich dazu führen, dass so ein Falltest nicht mehr bestanden wird und damit nicht mehr freigegeben werden kann. Und Mhm. dann gibt es noch einen dritten Aspekt. Und der dritte Aspekt ist, es ist schlichtweg einfach unhandlich. Ich habe auch so Bastellösungen schon mal gesehen, also da würdest du nicht damit arbeiten wollen. Ja. Mhm. Absolut. Und ich möchte auch mal von uns, weil wir testen das ja auch alles nochmal in Mhm. aller Deutlichkeit sagen, das ist ein Riesenrisiko. Mhm. Weil wenn ich jetzt Folgendes mache, ich nehme ein Gerät von euch, Mhm. nehme einen Adapter und nehme einen Konkurrenzakku, ja, dann ist es so, dass das Gerät erkennt den Akku nicht, geht in ich sag mal, in einen Modus, wo es sagt, minimale Leistung, ich gucke mal, vielleicht kann ich hier irgendwie mich Mhm. drehen, irgendwas machen. Okay. Wenn ich das aber andersrum betrachte und ich habe irgendein Gerät, was keine Sicherheitsmechanismen hat, stecke irgendeinen Akku ran, dann kann es sehr schnell zum Kabelbrand kommen, zum Akku überhitzen und so weiter und so fort, weil diese ganzen Sicherheitsmechanismen einfach nicht mehr zusammenspielen. Ja, genau. Und man unterschätzt total, wie integrativ die Geräte mit den Akkus kommunizieren und Mhm. wirklich genau austauschen. Dieser Motor kann so viel Kraft, der Akku kann das liefern, diese Batterie kann genau so sich verhalten. Ähm, und da bringt so ein Adapter einfach gar nichts. Gar nichts, Ja, ja. Ja, ja. genau gar nichts. Gar nichts. Und ich glaube, was wahrscheinlich möglicherweise gar nicht so bekannt ist, dass diese Tools heute, die mit der Batterie funktionieren, das sind ja eigentlich kleine Computer. Ja. Das waren sie früher nicht, weil früher in der kabelgebundenen Welt, da hattest du natürlich auch einen gewisser, sagen wir, einen gewissen Ausmaß schon, auch Elektroniken drin, aber eigentlich waren sie eher mechanische Geräte. Die hatten einen An-Ausschalter, die hatten einen Stufenschalter, was ich, 1, 2, 3, 4, 5 und das war's dann. Aber heute, das sind kleine Computer und wenn du wenn du deren Logik sozusagen einfach aushebelst über so einen Adapter, dann kommt Dinge raus, die wir einfach nicht sehen wollen, ja. Mhm. Das ist wirklich so. Kann man nicht deutlich genug betonen und man kann jedem Bastler zu Hause nur abraten, macht es nicht, weil möglicherweise gefährdest sogar hier deine persönliche Situation mit so einer Vorgehensweise. Ja. Und ähm, nachdem ich so viel getestet habe, so viel gemacht und getan habe um dieses Bereich Akku, kann ich wirklich sagen, es ist weder von Bosch noch von irgendeinem Hersteller Geldmacherei. Es ist keine. Und das wird ganz, Mhm. ganz häufig euch unterstellt, Mhm. allen Akkuherstellern. Mensch, na mach doch hier mal das so ganz einfach. Nein, ist Mhm. es wirklich nicht. Also es ist eine Riesenleistung. Diese Akkus oder gerade die Geräte, die man heute hat, diese Hochleistungsgeräte, Mhm. mit diesen Akkus auch zu verbinden und dann diese Leistung auch abzurufen. Ja, Ja? Und spätestens da bringen Adapter überhaupt nichts mehr. ja. Ganz anderes Thema. Du hast es vorhin so am Rande angeschnitten und zwar, es gibt ja noch andere Akkuallianzen. Mhm. Es gibt ja eine große Allianz von Metabo. Mhm. Inwiefern unterscheidet ihr euch davon? Also, ich denke, zunächst sind wir mal froh, dass dieses Konzept einfach auch im Markt vorhanden ist. Ja. Und ich denke, die Kollegen aus Nötigen machen da einen guten Job, machen gutes Marketing, muss man wirklich sagen. Und Wettbewerb belebt ja immer das Geschäft. Ja. Ich denke, ich habe es vorher schon ein bisschen angedeutet, was wir zur Party mitbringen, ist, zunächst haben wir eine sehr lang währende Kompatibilität unserer Plattform. Wir sind seit 2008 sind wir praktisch immer auf der gleichen mechanischen Plattform unterwegs, haben selbstverständlich die Batterien weiterentwickelt, haben auch die Elektronik weiterentwickelt. Und Bosch ist, denke ich, tatsächlich in einer sehr, sehr guten Position, auch in der Zukunft eine sehr, sehr führende Rolle zu übernehmen. Man darf ja auch nicht vergessen, wir sind ja nicht nur als Bosch mit den Power-Tools batterieseitig unterwegs, sondern wir sind auch ja mit E-Bike, haben wir eine Schwester-Business-Einheit, wenn man so will, die sich sehr, sehr stark mit dem Thema Batterien auseinandersetzt. Wir haben das ganze Thema Automotive, wo wir auch mit Batterien arbeiten. Das heißt, wir haben im Konzern sehr, sehr, sehr viel Know-how und der Bosch-Konzern wird auch in Zukunft Batterietechnologie massiv weiterentwickeln. Also ich denke, das ist tatsächlich ein Asset, was wir mitbringen und was wir unseren Partnern auch zur Verfügung stellen. Das ist das eine. Und das andere hatte ich schon angedeutet. Wir sind als Bosch quasi global unterwegs. Es gibt eigentlich kein Land auf der Welt, wo es nicht Bosch gibt und wo nicht auch in irgendeiner Weise eine Bosch-Struktur ist. Ob es ein Bosch-Vertragsdienst ist, ob es ein
Bosch exklusiver Importeur ist, oder eben auch die vielen, vielen, vielen eigenen Landesorganisationen, die wir haben und wo wir eben unseren Partnern auch tatsächlich eine globale Abdeckung unserer Batterieplattform auch geben können. Also ich denke schon einige Punkte, die für potenzielle Partner interessant sind. Mhm. Wie viele Partner habt ihr heute eigentlich? Wir haben jetzt Größenordnung 35, Mhm. Tendenz wachsend. Wir haben einige in der Pipeline auch. Und was mich persönlich sehr freut ist, wir hatten ja vor wenigen Jahren, hatten wir noch weniger als 10. Und als wir dann M-Share gegründet haben, 2022, ich denke es war im September, soweit ich das recht erinnere. Und seit der Zeit war ein sehr, sehr dynamisches Wachstum, sind dann eben von weniger als 10 Partnern auf jetzt 35 plus gewachsen. Mhm. Und ja, das erfüllt uns natürlich mit großer Freude und auch ein bisschen natürlich schon auch mit Stolz. Gibt es, sagen wir so ein 5-Jahres-Ziel? In 5 Jahren wollt ihr 200 Partner auf der Plattform haben oder ähnliches, was du kommunizieren kannst? Ja, das kann ich jetzt natürlich aus kartellrechtlichen Gründen nicht so offen kommunizieren. Ich kann keine Zahl sagen. Aber ich sage jetzt mal so, wir wollen natürlich ganz klar wachsen und wir haben jetzt erstmal keine Grenze nach oben gesetzt, wo wir gesagt haben, wir wollen bei irgendeiner Zahl X abregeln. Sondern wir haben eine verhältnismäßig volle Pipeline. Also wir haben viele Partner, kleine, mittlere. Wir sind auch mit ein paar größeren in interessanten Gesprächen. Mhm. Und denken, dass wir da auch jetzt insbesondere 2026 nochmal sehr interessante neue Partner begrüßen werden können. Es kam immer wieder die Frage aus der Community, wann kommt mal so ein richtiger großer, so ein weißer Hai damit dazu? Also so ein richtiger Riesenpartner. Nichts gegen die anderen Partner, Ja. die drin sind, Ja. aber dass man wirklich sagt, wow, dass der da reingegangen ist, krass. Ja, ja. Ja, wie gesagt, wir sind da in Gesprächen, Mhm. aber ich kann da leider keinerlei Details sagen, ja, aufgrund dieser Vertraulichkeitsthematik, die ich schon mal angedeutet habe. Ich kann es ja versuchen. Ich weiß, nee, du kannst versuchen. Und die Frage ist auch total legitim natürlich. Ja. Wir verstehen das von den Anwendern. Aber das sind natürlich, ich sage jetzt mal ein bisschen vielleicht in Richtung der Anwender gesprochen. Ihr müsst euch verstehen, das ist für eine größere Firma, ist das schon natürlich eine Herausforderung, weil die haben ja eine existierende Batterieplattform in der Regel. Es gibt ja ganz wenige, die noch völlig auf Kabel setzen. Und wenn die entscheiden, wir gehen auf die Bosch Batterieplattform, dann haben die natürlich schon erstmal ein Thema mit ihren bestehenden Anwendern, die eine andere Batterie gekauft haben von ihnen. Klar. Und insofern kann man das nachvollziehen, dass das für so eine große Firma unternehmerisch schon ein herausfordernder Schritt ist. Das ist so. Und deswegen natürlich auch, also nicht nur aus legalen Gründen, sondern auch aus unternehmerischen Gründen, muss man so einen Schritt natürlich extrem, ich sage jetzt mal, sorgfältig vorbereiten. Mhm. Wenn ich andere hast gefragt, wählt ihr die Partner selber aus? Also in der Form kann eigentlich, ich nenne es mal, jeder kommen oder sagt ihr auch, nee, euch wollen wir nicht haben? Ja, zunächst kann mal jeder kommen. Also es kann jede Firma, ich sage jetzt mal, Kontakt aufnehmen, ist ja nicht verboten. Und es kann jeder kommen. Wir haben natürlich bestimmte sagen wir mal, Bereiche, in denen wir nicht tätig werden wollen. Mhm. Und wo wir den entsprechenden potenziellen Interessenten dann auch sagen würden, liebe Leute, super, wir fühlen uns geehrt, dass ihr an uns denkt, aber wir können es leider nicht machen. Und da denke ich insbesondere an den militärischen Bereich. Mhm. Das ist ein Bereich, wo wir nicht tätig werden wollen. Ich denke unter anderem auch an das ganze Thema, ich sage jetzt mal, unterschiedliche Sanktionen, die wir da haben. Also wir würden jetzt nicht mit Herstellern ins Gespräch kommen, die ihren Vermarktungsschwerpunkt in Ländern haben, in die wir nicht liefern können, weil es macht einfach keinen Sinn, auch für die nicht. Aber wenn wir sagen, wir können euch die Batterie da nicht hinliefern, weil wir selber das nicht tun, dann ist es so. Ja. Also es gibt Ausnahmen. Wenn man jetzt mal von diesen Ausnahmen absieht, dann sprechen wir mit jedem, der kommt und versuchen dann rauszufinden, wie wir den onboarden können. Macht es Sinn? Macht es auch für die jeweilige Firma Sinn? Das kann dann durchaus sein, dass sie sagen, ja, nee, macht vielleicht gar nicht so sehr technisch Sinn, weil ich mit eigentlich eine andere Anforderung habe. Aber in der Regel wird das dann was, ja. Es gibt aber natürlich auch, weil du gesagt hast, kommen die zu uns oder gehen wir zu denen. Es gibt Firmen, die wir selber auch ansprechen. Ah. Okay. Und wo wir sagen, Mensch, habt ihr euch mal überlegt, ob ihr nicht auf so eine Allianz springen wollt. Und wir haben dann ein tolles Angebot für euch.
Mhm. Also das passiert. Okay. Wir haben die ganze Zeit über 18 Volt Akkus gesprochen. Wann kommt die 12 Volt Akku-Allianz? Ja, das Das ist eine gute ist, Frage, ja. das ist Ähm, ja. unwahrscheinlich häufig gefragt. Also die 12 Volt Akku-Allianz ist im Prinzip, wenn man so will, marketingseitig nicht, nicht groß kommuniziert unsererseits, das stimmt. Wir haben aber, und das muss ich an der Stelle ganz klar sagen, wir haben damals, als wir AmpShare ähm, als Logo definiert haben und dann auch natürlich eintragen haben lassen und so weiter, da gab es eine intensive Diskussion im Hause mit den Marketingleuten, sollen wir das ganze Thema AmpShare 18 Volt nennen. Mhm. Und dann haben wir hin und her überlegt und haben dann irgendwann gesagt, nee, wir nennen das nicht AmpShare 18 Volt, sondern wir nennen das einfach nur AmpShare. Und zwar deswegen, weil wir auch die Möglichkeit uns offen halten wollen, bei 12 Volt zu kooperieren. Mhm. Und das tun wir auch. Wir haben Gespräche mit Herstellern, die die 12 Volt Technologie von uns haben wollen. Und mit denen werden wir das machen, ja. Also wir sind auch offen für Gespräche auf 12 Volt, ganz klar. Mhm. Und macht auch Sinn, weil die 12 Volt Range, ich meine, ihr habt ja hier auch Mhm. auf eurem Kanal ja schon ja von links nach rechts betrachtet. Das ist natürlich eine super attraktive Range, ergonomisch, handlich und so weiter, hat wirklich eine Absolut. Existenzberechtigung im Markt. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum man das da nicht aussehen sollte. Mhm. Ich muss jetzt einmal, auch wenn es nicht dein primäres Thema ist, trotzdem mal auf die Akkus selbst eingehen oder auf die Batterien selber eingehen. Wird es demnächst, weil wenn ich das nicht frage, werde ich in den Kommentaren auf jeden Fall gevierteilt, wird es demnächst mal neue 12 Volt Akkus geben? Ja, da muss ich jetzt ein bisschen mit Radio Erevan antworten. Äh, wovon du ausgehen kannst, wir werden die 12 Volt Technologie weiterentwickeln. Also es wird auf jeden Fall State of the Art bleiben. Aber was wir nicht machen werden, wir werden nicht die Schnittstelle verändern. Mhm. Also auch hier Thema Konstanz in der mechanischen Schnittstelle. Niemand, der heute einen Bosch 12 Volt Akku kauft und ein Bosch 12 Volt Tool, wird das in der Zukunft umtauschen müssen, weil die Schnittstelle nicht mehr passt. Aber Mhm. die Antwort ist, wir werden ganz klar auch 12 Volt weiterentwickeln, ja. Mhm. Einfach weil die Range super attraktiv ist und tatsächlich auch wirklich Zukunft hat. Mhm. Dann die nächste Frage ist, wird es zum Beispiel auch 18V Core Plus Akkus auch in anderen mit anderen Kapazitäten geben, zum Beispiel 4 Ampere oder 12 Ampere, war auch eine sehr häufige Frage. Meinst du jetzt bei 18 Volt oder Bei 18 Volt, ja. bei 18 Volt? Ja, die Range wird weiter ausgebaut und Procore gibt es ja schon mit 8 Ampere-Stunden und mit 12 Ampere-Stunden und wir werden weiter an der, ich sage jetzt mal, da muss ich ein bisschen im Allgemeinen bleiben, Mhm. aber es wird jetzt auch in der Zukunft Neuigkeiten geben an der Stelle. Wir werden die Range weiter ausbauen, ja, ganz klar. Wir haben ja, wenn wir mal wirklich bei den Technologien bleiben, bei der Akkuzelle bleiben, wir haben 18650er, 12700er, jetzt haben wir Tabless-Zellen in der sehr schnellen Folge jetzt auch bekommen, ganz neue Technologien, ganz neue Möglichkeiten. Ist das Thema jetzt aktuell erstmal gesetzt oder gibt es jetzt morgen schon wieder die neue Neuigkeit in den Akkus drin? Ich weiß, es ist kompatibel, aber gibt es da jetzt in Kürze schon wieder das neue Highlight oder das nächste Ding? Ja, ich glaube, dass wir jetzt mit dem Thema 18650, 21700 und der Tabless-Zelle, dass wir jetzt da 3, ich sage jetzt mal, Technologievarianten haben, mit denen wir dieses Thema sehr solide weiter betreiben können. Ja, also persönlich, ich würde jetzt ungern unsere Batterieexperten zwingen, dass sie da ihre Zukunftsvisionen möglicherweise zu transparent machen. Aber ich persönlich bin der Ansicht, dass wir mit diesen 3 Technologie sozusagen Kategorien sehr, sehr gut aufgestellt sind für die nächsten Jahre, um da wirklich leistungsfähige Batterien für die Tools auf den Markt zu bringen. Okay. Und wir hatten ja 12 Volt, 18 Volt. Es gibt ja viele andere Hersteller, die entsprechend 40 Volt, 72 Volt oder ähnliches rausbringen. Ist da jetzt, ich sag mal, morgen, nächste Woche oder im halben Jahr irgendwas von euch zu erwarten? Ja, da muss ich natürlich auch ein bisschen im Allgemeinen bleiben, aber was wir noch ja auch haben, was die User oftmals vergessen, insbesondere
Beim Garten ist das natürlich jetzt eine Sache, ist 36 Volt. Wir haben ja auch eine 36 Volt Batterie. Mhm. Die setzen wir aber im Wesentlichen nur bei Gartentools ein. Wir hatten die ja auch mal, das wisst ihr, Mhm. bei den blauen Power Tools haben wir ersetzt durch 18 Volt Procore, Mhm. aber bei Garten läuft die erstmal weiter. Mhm. Okay. Also hält sich da ein bisschen vage. Was Ja, da ich so muss mich passiert. da an der Stelle ein bisschen vage halten. Ja. Ja, also, Werdet ihr verstehen. ja, klar. Ja. Also ich persönlich, da wirst du wahrscheinlich auch nicht drauf antworten, aber vielleicht für den Zuschauer, ich kann mir vorstellen, dass ein Gerät, was zwei 18 Volt Akkus hat von euch, mehr als ausreichend Leistung hat. Also das kann ich mir vorstellen. Vielleicht kommen da auch mal Geräte, die sowas haben. Da kann ich mir durchaus vorstellen, weil der Procore Akku mit der Tablet-Zelle ist unfassbar leistungsfähig. Mhm. Und wenn da die Grenze erreicht wären zwei dann zusammen natürlich, ja, ich will nicht sagen unschlagbar, aber schon Wahnsinn, was man damit machen kann. Ja, der Ansicht schließe ich mich an, Sebastian. Ich sehe das auch so. Ich glaube auch, dass mit 2x18 Volt in eine sehr, sehr große Leistungsklasse vorgedrungen werden kann, ja, die mehr als ausreichend ist. Und da sind wir wieder bei dem Thema Ladegeräte. Ihr wisst ja, wir haben auch diese sogenannten Multi-Bay-Charger, also Ladegeräte, wo du dann eben gleich, was sagen wir, sechs Stück zum Beispiel Batterien gleichzeitig laden kannst, ja, und musst nicht mehrere Ladegeräte kaufen. Und du hast natürlich, wenn du auf der 18 Volt Klasse bleibst, immer die Möglichkeit, einfach deine vorhandene Infrastruktur im Sinne von Ladegeräten weiter zu nutzen. Ja? Und bist viel versatiler, viel flexibler im Einsatz deiner Batterien. Insofern bin ich persönlich bin ein großer Freund von 2x18. Ja. Du hast ja eben das Thema Gartengeräte gesagt, immer wieder das Thema, ich nenne es mal Bosch Grün oder Bosch DIY, so ein bisschen so auch am Rande mit im Fokus gehabt, sogar auch persönlich länger. Ja. Warum bekommt diese beiden Produkte von euch nicht den gleichen Akku? Warum führt ihr diese zwei Linien weiter? Ja, die zwei Linien, die führen wir weiter, weil die Einsatzbereiche und die Zielgruppen sind natürlich schon sehr unterschiedliche. Wir haben mit der grünen Linie eine Heimwerkerlinie, die sagen wir, eine ganz klare Zielgruppe und auch so eine gewisser Weise eine Fangemeinde hat. Sehr großes Angebot auch in puncto Gartentools und so weiter. Und wir haben mit der Pro-Linie, mit der blauen Linie, eine Linie, die ja ganz klar auf sagen wir, professionelle Anwendungen fokussiert ist. Und wenn wir jetzt beide Linien zusammen bringen würden, dann hätten wir sozusagen irgendwo nicht mehr die richtige technologische Antwort auf die jeweiligen Anforderungen. Wir würden entweder dem Heimwerker eine zu mächtige Batterie verkaufen oder wir würden dem Profi eine zu schwache Batterie verkaufen. Und aus dem Grund haben wir das nicht gemacht. Da gab es auch immer wieder mal Diskussionen, auch innerhalb von Bosch, ja, soll man es nicht vereinheitlichen und so weiter. Und man hat aber gesagt, nee, die beiden Technologien, die sind ja so sehr angepasst auf die jeweiligen Anwendungsbereiche. Ja. Heimwerken auf der einen Seite, professionelle Anwendung auf der anderen Seite, dass man sich nicht vorstellen kann, wie man jetzt einen sehr, sehr kleinen handlichen Akkuschrauber mit der gleichen Batterie betreiben soll, wie einen 8-Kilo-Hammer, mit dem ich Betonabbrucharbeiten mache. Ja, das macht keinen Sinn. Und wenn man sich manche unserer Marktbegleiter anschaut, dann haben die sich ja nicht nur für unterschiedliche Batterieplattformen entschieden, sondern auch unterschiedliche Marken, mit denen sie unterwegs sind. Könnten sie auch machen. Die könnten ja auch, unsere nordamerikanischen Kollegen hätten ja auch sagen können, wir machen eine Batterie für 2 Marken, kommunizieren sie entsprechend und dann ist der Anwender super zufrieden, haben sie aber nicht gemacht und die hatten auch die gleichen guten Gründe wie wir, denke ich. Nur bei euch ist der Name halt sehr, sehr nah beieinander. Ja, das stimmt. Und deswegen ist die Frage so naheliegend. Ja. Aber das ist eine Diskussion, die gab es immer wieder und die haben wir sehr, sehr klar dahingehend beantwortet, dass wir gesagt haben, wir wollen beide Linien weiter ausbauen, wir wollen sie auch technologisch weiterentwickeln. Auch was die grüne Linie anbelangt, die sich natürlich auch nicht statisch verhalten kann, sondern die auch eine Weiterentwicklung bedarf und die wir auch machen. Für all diejenigen von euch, die jetzt sagen, Mensch Sebastian, du kannst noch so viele technologische Fragen zum Thema Akku in die Tiefe stellen.
Ja, das könnten wir machen, aber das möchten wir in einen anderen Podcast auslagern. Weil heute soll es wirklich um die Allianz und Ja. Allianz-Themen gehen. Wenn ihr wollt, dass wir da nochmal viel tiefer reingehen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann machen wir da entsprechend eine Folgesendung. Eine Sache, die ich vorhin vergessen habe, gab es Hersteller, wo ihr schon sehr weit wart, wo das Ganze auseinandergegangen ist aus irgendwelchen Gründen? Wo ihr gesagt habt, Mensch, boah, das wäre ein toller Partner gewesen, aber es hat nicht geklappt? Ja, ich würde sagen, wir waren unterschiedlich weit mit unterschiedlichen Partnern, das stimmt schon. Ich würde sagen, da ist jetzt mit keinem ist der Gesprächsfaden abgerissen. Das Haupthindernis für große Partner ist immer, wie gehen sie mit ihrem bestehenden Gerätepark um? Mhm. Was sagen sie ihren Verwendern, wenn sie sagen, du hast jetzt hier 10 Jahre lang unsere Batterien gekauft, unsere Ladegeräte gekauft, du hast unsere Tools mit der Schnittstelle gekauft und ab nächsten Januar steigen wir um auf Ampere. Das ist eine Herausforderung, die die Hersteller haben. Und insofern sind da die einen oder anderen, mit denen wir im Gespräch sind, an der Stelle einfach verständlicherweise in gewisser Weise zögerlich, ja. Weil Mhm. sie sagen, den Schritt, den müssen wir uns eben wohl überlegen. Aber es gibt jetzt keinen Hersteller, mit dem wir gesprochen hätten, der gesagt hat, nee, also kommt überhaupt nicht in Frage, macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Mhm. Weil es jedem natürlich einleuchtet, ja. Das Konzept der Batterieplattform leuchtet jedem ein. Das Mhm. ist, und zwar vom User-Comment, vom Verwender-Comment. Mhm. Der Druck auch von der Verwenderseite wird immer mehr werden, ja. Und wir haben, der eine oder andere unserer Partner hat dann festgestellt, ich denke, das kann ich sagen, ohne die Firma zu nennen, ähm, die haben festgestellt, bevor sie bei uns auf der Plattform waren, dass insbesondere dann, wenn sie eine klare, ich sage jetzt mal, einen klaren ein Alleinstellungsmerkmal bei einem bestimmten Tool haben und haben es dann sozusagen die Kabelvariante durch eine Akkuvariante ersetzt. Und die Mhm. Kabelvariante war praktisch ein ikonisches Produkt, wo jeder gesagt hat, wow, das ist super, das wollen wir alle haben, ja. Mhm. Und dann hat sich die Akkuvariante plötzlich nicht mehr so gut verkauft wie die Kabelvariante. Man hat sich dann gefragt, warum ist das eigentlich so? Mhm. Ja, das Tool ist noch besser als das Vorgängermodell, ja. Hat nur eine Batterie, was ja eigentlich auch noch besser ist und so weiter. Und dann durch Marktforschung haben wir gesagt, ja, dass die User eigentlich nicht mehr diese vielen unterschiedlichen Batterieplattformen haben wollen und gesagt haben, ja, ihr habt ein super Tool, aber wir kaufen lieber eins, das jetzt vielleicht nicht so 100%ig für uns passt, sondern nur 90%ig und dafür aber auf einer Batterieplattform ist, die wir sowieso schon haben. Mhm. Und dann machen wir das. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch in diesen Überlegungen, die Firmen haben. Und ich kann eigentlich jeden in den Management-Etagen nur ermuntern, widmet euch diesem Thema lieber früher als später, weil je mehr Tools aus eurer Klar. jetzigen isolierten Batterieplattform auf den Markt kommen, desto schwieriger wird euch der Wechsel fallen. Mhm. Wir haben jetzt sehr auf den Partner geguckt. Was war denn auf eurer Seite der größte Aha-Effekt, den ihr hattet? Weil ihr habt gesagt, okay, wir haben Mhm. hier Batterien, die wollen wir zur Verfügung stellen. Wir Mhm. machen das. Dann kommen die Partner. Und dann muss es ja auch so Punkte gegeben haben, wo ihr gesagt habt, ah, ja, das ist vielleicht ein großer Vorteil. Oh, das ist ein großes Thema, wo wir wirklich über Hürden halt noch drüber müssen. Mm, Ich würde mal sagen, Sebastian, das waren eigentlich eher technische Themen, Mhm. wo wir gesagt haben, also technisch haben wir natürlich im Lauf der Jahre echt auch dazugelernt. Und wir haben dann schon Erfahrungen gemacht, wo wir gesagt haben, würden wir vielleicht jetzt, wenn wir nochmal ein paar Jahre zurückgehen, würden wir technisch vielleicht Dinge besser machen, kostengünstiger, sage ich jetzt mal, als wir es vielleicht damals getan haben. Also in technischer Hinsicht haben wir viel dazugelernt und lernen natürlich weiter. Ja. Also jeder Partner, der kommt, der ist für uns eine Bereicherung. Und aber vor allem, was die Technik anbelangt, weniger vom Marketing, weniger vom Marktauftritt, Mhm. weniger von der Tatsache, dass wir sagen, wenn wir Leute in die Plattform aufnehmen, die mit uns im Wettbewerb stehen, dass wir da vielleicht böse Überraschungen erleben. Das haben wir Mhm. nicht gemacht, weil wir haben dann natürlich Wettbewerb, ja, aber das hatten wir vorher schon. Das sehen wir sportlich. Technisch ist es interessant. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Firma aufgenommen im Lauf des Jahres, die Antriebstechnik macht. Die machen so Treppensteiger. Also so Mhm. zum Beispiel zum Transport Habe ich gesehen, von ja. großen Kühlschränken über Treppen und so weiter. Was für die Logistik immer wichtiger wird, weil die ja immer den zweiten Mann auf dem Mhm. Lieferwagen einsparen wollen. Und das geht nur, wenn man so einen Treppensteiger hat. Mhm. Und das war natürlich technisch schon eine Nummer,
Weil mit so einem Treppensteiger hast du natürlich jetzt nicht einen Akkuschrauber, du hast nicht eine Handkreissäge, sondern du hast erstmal ein großes Gerät, Mhm. was ja dann auch über den ganzen Tag verwendet wird, Mhm. ja, und schwere Lasten trägt auch. Ja, immer so ein Kühlschrank, so eine Waschmaschine, die wiegen natürlich Ja. was. Und, und das war technisch sehr, sehr interessant. Da haben wir sehr viel darüber gelernt Mhm. und wissen jetzt, dass unsere Batterien für weit über den eigentlichen Power Tools-Bereich hinaus auch in der Lage sind, Anwendungen abzudecken. Mhm. Super interessantes Thema, weil man würde erstmal gar nicht dran denken, dass so ein Gerät auf eurer Plattform läuft. Ähm, und genau da ist auch etwas, wo ich persönlich auch ansetzen möchte, aber auch viele Zuschauer von uns, nämlich Mhm. ähm, gefühlt fast niemand kennt das Thema. Mhm. Also natürlich ist es so, dass wir haben davon schon ein paar Mal berichtet und so weiter und so fort. Aber sehr viele haben kritisiert, warum geht ihr nicht wesentlich offensiver damit mit dem Thema raus und warum macht ihr nicht viel, viel mehr Marketing damit? Mhm. Mhm. Ja, das ist eine gute Frage, ja. Das ist natürlich eine finanzielle Frage, hängt immer davon auch ab, wie viel Kommunikationsbudget investieren wir. Und ich denke, was wichtig ist auch, und das können wir natürlich nicht beeinflussen, wichtig ist auch immer, dass die Produkte unserer Partner im Handel verfügbar sind, dass sie gelistet werden, Mhm. dass der Handel auch dieses Thema mitträgt. Das tut er. Mhm. Da gibt es ganz tolle Beispiele im Handel mittlerweile, wo bis hin, dass die Ladeneinrichtungen, also die Anordnung der Marken in den jeweiligen Gängen so verändert wurde, dass so ein Teil des Outlets nur mit Marken, die auf M-Share sind, dann Mhm. bestückt wird. Und das bringt natürlich dann dem User sofort einen sehr, sehr guten Blick auf, was kann ich überhaupt machen mit dieser Batterie. Ja. Mhm. Und ich denke, das wird über Zeit wird das sich mehr und mehr durchsetzen, aber ihr habt recht, es ist ein Thema Kommunikation. Mehr Kommunikation ist in dem Fall tatsächlich besser. Mhm. In Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich mir eure Seite angeschaut, Mhm. weil viele immer wieder dieselbe Frage gestellt haben, ja, welche Geräte kann ich überhaupt nutzen mit Mhm. dem Akku? Und im Grunde kann man den Tipp geben, auf eurer Seite kann man das perfekt Mhm. nachschauen. Man kann genau sagen, ich habe einen Anwendungsfall, ich suche ein bestimmtes Gerät, und dann Mhm. werden mir die Geräte angezeigt, die dann entsprechend das lösen können. Ja, genau. Das könnte man noch intuitiver machen. Muss ich ganz klar sagen. Da könnte man natürlich sagen, es geht um eine Anwendung oder ich möchte nur etwas sägen. Also das ist schon, man muss sich schon grob so ein bisschen auskennen, was ich suche. Aber es gibt diese Seite. Also für Mhm. die Zuschauer ganz wichtig, schaut euch da gern mal auf der Seite um. Die verlinken wir euch auch unten in der Videobeschreibung. Aber ich glaube, das solltet ihr viel mehr kommunizieren. Also wenn Mhm. ihr wissen wollt, Mensch, ob euer Gerät da schon dabei ist oder Mhm. euer Problem gelöst wird Mhm. mit einem Gerät, dann schaut auf diese Seite, weil ich glaube, die wenigsten wissen, dass so ein Treppensteiger, ja. Treppensteiger, Ja, genau, ja, dass es sowas auch mit einer ja, Batterie von euch gibt. ja, Ja? genau, Oder und auch genau. viele andere Geräte, die man gar nicht erwartet, gibt es von euch. Ja, genau. Oder mit euch, sagen wir mal so. Ja, genau, genau. Mit uns und durch die gemeinsame Batterieplattform, die wir teilen. Stimmt, das ist ein super, super Punkt. Und eins möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, Sebastian, was sicherlich ein Vorteil auch der Allianz ist, wir haben ja dort immer Spezialisten auch drauf. Das heißt, wenn ich jetzt eine bestimmte Anwendung habe und ich denke vielleicht an andere Marktbegleiter von uns, die dann auch entsprechende Tools anbieten, dann haben die sicherlich auch, sagen wir, Tools, die okay sind, ja. Aber wenn man wirklich eine spezielle Anwendung hat und sagt, ich will eigentlich mit einer Firma arbeiten, ich will eigentlich ein Tool von einer Firma haben, die spezialisiert ist auf diesen speziellen Anwendungsbereich und nicht nur ein Generalist, der halt auch so ein Tool Mhm. in seinem Sortiment drin hat, sondern ich will den Spezialisten haben, dann ist der natürlich da super beraten, weil er sagt, wow, ich habe ja praktisch eine Standardbatterie, Bosch-Batterie, Emscher-Batterie, aber ich kann genau zu einem Spezialisten kommen, von dem ich normalerweise hätte eine eigene Batterie und ein eigenes Ladegerät abkaufen müssen. Und der aber genau spezialisiert ist auf meine Anwendung. Und da gibt es viele. Also kann ich auch nur einladen, Mhm. guckt euch die Seite an. Ihr werdet erstaunt sein, was da alles für spezielle Hersteller gibt. Mhm. Aus unserer Sicht, also aus meiner persönlichen Sicht, aus der Sicht von GoTools, wäre es, glaube ich, auch super sinnvoll,
das irgendwie in diese Shops zu integrieren. Ja, du hast vorhin vom Fachmarkt gesprochen, da ist ja so, dass so eine Integration schon stattfindet, aber natürlich ist es auch, wäre es auch gut, wenn man da irgendwo einen guten Weg findet, das in Shops darzustellen, was ist kompatibel mit dem Akku und so weiter und so fort, was in der Vergangenheit ja gar nicht notwendig war. Ja. Weil es war eine 1:1 Beziehung, man wusste genau, Bosch, der Akku und so weiter, oder eine andere Marke. Das ist heute ja durchaus komplexer geworden. Ja. Und da muss man schon genau überlegen, warte, die Marke ist in der Allianz, mit dem kann ich, da braucht man schon auch ein bisschen Vorwissen. Ja, das stimmt. Es ist nicht mehr so trivial, dass man sagt, komm, die sind alle so ein bisschen bei Power Tools unterwegs, sondern man muss eigentlich schon einsteigen. Und ich kann nur einladen, kommt auf die Webseite, schaut es euch an und ihr werdet erstaunt sein. Vor allem, es ist auch so, darf man auch nicht vergessen, es ist ja keine statische Allianz, sondern die Allianz ist ja dynamisch, die wächst. Die wird auch dieses Jahr wieder wachsen. Wir werden im Herbst neue Partner kommunizieren. Und insofern ist jeder gut beraten, dass er immer wieder mal drauf guckt und sagt, Mensch, was haben die eigentlich Neues? Gibt es einen wichtigen, großen nächsten Schritt, den das Thema M-Share demnächst machen wird? Ja, ich denke, also wir werden die Batterie weiterentwickeln natürlich und wir werden aber auch der große weitere Schritt ist eigentlich ich würde mal Kontinuität. Ich würde jetzt nicht sagen, da kommt jetzt irgendwie sagen wir, das große Paralleluniversum oder so, sondern wir werden die Allianz weiter ausbauen und es werden aber auch wichtige Namen dazukommen. Ja. Kann ich jetzt leider nicht sagen, ich würde es gern tun, aber aus den genannten Gründen kann ich es nicht, aber kann nur sagen, stay tuned, 2026 wird ein ganz spannendes Jahr für die Allianz. Wir haben mit dir persönlich angefangen. Ich möchte jetzt fast zum Schluss nochmal eine Frage stellen. Wenn du jetzt 10 Jahre dabei bleibst, du bleibst jetzt 10 Jahre verantwortlich für das Thema. Wenn du dann nach 10 Jahren darauf zurückschaust, wann würdest du sagen, warst du erfolgreich? Ich würde sagen, ich war dann erfolgreich, wenn die M-Share tatsächlich die Plattform geworden ist für professionelle Anwender im Power Tools-Bereich im weitesten Sinne. Und wenn all das, was mit einem Akku betrieben werden kann, auf Basis dieser Plattform ist. Und wenn jeder im Prinzip gar nicht mehr dran denkt, da bin ich ja mit dem Wettbewerber Bosch unterwegs, sondern wenn jeder sagt, früher war es die Steckdose, heute ist es der M-Share-Akku. Das ist ein Wunschtraum von mir. Und den würde ich ganz gern realisiert sehen für die nächsten 10 Jahre. Das Thema Wunschtraum wäre nämlich auch meine allerletzte Frage. Da habe ich extra hier aufgeschrieben. Ja. Wird es jemals einen Akkustandard geben, auf den sich alle Hersteller einigen? Ja, Ziel muss es sein, denke ich, ja. Ja, ich denke, das muss das Ziel sein. Es ist ein Wunschtraum. Ich meine, wir haben öfter schon mal drüber gesprochen jetzt in dem Interview, wie groß die Herausforderung ist, wenn jemand schon selber viele Batterien im Markt hat. Ja, das ist ein klarer Hindernisgrund dafür. Aber ich denke, wir sollen das Ziel nicht außer Acht lassen, ja, weil am Ende des Tages, wir tun dem Verwendern Gefallen, wir tun der Umwelt einen Gefallen und wir tun der Branche in der Summe einen Gefallen, wenn wir uns auf so einen Standard einigen, ja, denke ich schon. Und wir sind offen, diesen Standard zu unterstützen, mit der State-of-the-Art-Technologie zu versorgen und auch mit der Verlässlichkeit, die heute, denke ich, eine große Firma wie der Bosch-Konzern bieten kann. Vielen Dank, Thomas, dass du dich unseren Fragen gestellt hast. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Vielleicht machen wir einen zweiten Teil. Ja, gerne. Und solange für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.